DFB-Pokal, die Legende lebt hier in Nürnberg. Schöne Vereinshymne auf jeden Fall und auch ein schönes Pokalspiel. Gleich mal in der zweiten Runde sind wir hier gefragt. Ja, als frisch gebackener Bundesligist, wir sind, ja, okay in die Saison reingestartet. Also wir haben zu Hause meistens die Spiele gewonnen. Gegen Leipzig, gegen Dortmund haben wir unentschieden. In Frankfurt leider verloren. Dafür doch auf Schalke gewonnen. Also wir sind gut dabei. Wir haben einen guten Saisonstart. Und jetzt hoffe ich natürlich ein bisschen veränderte Truppe. Ja, weil die Mannschaft von der letzten Partie war halt nicht mehr ganz fit. Ist ja klar. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Leistner und Ledley King zum Beispiel, das neue Innenverteidiger-Duo heute. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das hier heute gegen Nürnberg läuft. Ich glaube, das wird eine ziemlich schwere Partie. Ich glaube, das könnte sogar auch Verlängerung geben und vielleicht auch bis ins Elfmeterschießen reingehen. Aber Hauptsache am Ende sind wir eine Runde weiter. Das zählt und dann ist es auch egal, ob ich das hier in der regulären Spielzeit schaffe oder ob wir dafür einen Umweg gehen müssen. Rese ist natürlich auch mit dabei. Der spielt für Nusa. Forbes habe ich mal drin gelassen. Vorne Jinma. Weil wie gesagt, wir haben jetzt nicht so großartig viele Spieler, dass wir hier die komplette Mannschaft einmal auswechseln können. Wir sind ja auch Gott sei Dank nicht in 3 Wettbewerben vertreten. Überlegt euch mal, wir würden jetzt noch europäisch spielen. Das würde ja gar nicht funktionieren. Warum wechselt Baku jetzt? Naja, egal. Auf jeden Fall. Rese, da haben wir Olaru. Rese läuft unten durch. Sehr schön. Und jetzt ein Jinma in der Mitte, wenn er sich ein bisschen fallen lässt. Oder Serda. Erste Chance. Martenia im Tor. So kann es doch laufen. Wir haben zwar keinen Kopfballschlagen vorne drin, aber wir haben immer wieder Serda, der sich von der 8er-Position, 6er-Position mit nach vorne schleicht. Eckball kommt, da ist Ledley King und da ist ein Jinma. Ja, spitzer Winkel. Der ist eigentlich auch gut reingestartet in die Saison. Klar, die haben doch nicht so eine hohe Gesamtstärke. Ist ja klar, dafür haben sie ein hohes Potenzial. Die sind auf jeden Fall auch entwicklungsfähig und es sind halt Spieler, die zu bezahlen sind. Waren für uns im Sommer, deswegen auf so Leute müssen wir halt schauen. Kommt erstmal Rese. Serda. Rese, wenn er wieder hinterläuft. Oh, der war echt ganz knapp. Der wäre gut gekommen. So, und die Nürnberger. Zack, Bradley dazwischen. Ich glaube, das ist mit ja, eines der wenigsten Spiele, wo wir hier mal Favorit sein werden. In der Bundesliga sind wir immer Außenseiter. Außer wir spielen vielleicht mal gegen Vereine, die hinter uns stehen und die auch unten drin stehen. Jetzt kommt erstmal Jinma wieder. Von daher lasst uns heute unserer Favoritenrolle so ein bisschen gerecht werden. Sforza auch mal wieder drin. Und wieder Martenia. Der hat bislang alle Hände voll zu tun. Das ist gut so. Vielleicht kann er jetzt gleich einen Ball aus dem Netz holen. Schauen wir mal. Da kommt wieder Ledley King. Sforza, ja, ist ein guter Einsatz. Olaru kann da ruhig hingehen. Forbes, Leistner ist immer noch am zweiten Pfosten. Schade. Die wäre nicht schlecht gekommen. Die war leider ein bisschen zu tief. Zu flach. Aber weiter geht's. Über die Außen. Nürnberg hat auch eine 4-3-3-Formation. So eine ähnliche wie wir. Die haben nur einen 6er und 2 8er. Wir haben ja 3 6er. Wir spielen ja das flache 4-3-3, wenn du so willst. Rese wieder Serda in die Tiefe. Oh, schöne Kerze. Valentini gegen Forbes. Da ist Olaru. Aber wir kommen auch hier nicht so recht in die Abschlussposition. Jetzt aber. Jetzt über Sforza. Und wieder Martenia. Da stehen halt immer 6, 7 Leute um den Strafraum. Das ist Wahnsinn. Und sich dann da durchzukombinieren mit den Leuten, die wir haben. Wie gesagt, bei allem Respekt. Aber die Gesamtstärke, die zeigt halt auch, dass das vielleicht nicht so ganz möglich ist. Egal. Scheiß auf Gesamtstärke. Nächste Chance. Wieder Martenia. Bester Mann auf dem Platz. Bei den Nürnbergern. Wisst ihr schon Bescheid, wie das Spiel hier läuft? Das wird wahrscheinlich ein Torschussverhältnis von 2:30. Und am Ende gewinnt Nürnberg 1:0. Wieder Martenia. Spektakulär. Valentini gegen Forbes. Jetzt kommt Hungbo gegen Barco. Der war auch nicht ganz so langsam. Aber ihr seht, bei den Nürnberger, die Fans freuen sich trotzdem. Da geht momentan noch nicht so viel. Aber wir führen halt noch nicht. Das ist unser Problem. Wir müssten dann auch in so einem Spiel einfach mal 1 in Führung gehen. Egal wie. Weil die Verteidigung steht. Wie gesagt, auch mit Leistner. Der kann dann in so einem Spiel auch mal ran. In der Bundesliga wird es dann eher schwer. Da haben wir aber Hato auch unter anderem und Kempf.
Ja, wir müssen sie immer wieder rauslocken. Immer wieder über die Flügel. Auch mal ruhig einen Seitenwechsel. Ja, der sollte eigentlich direkt rüber. So, da haben wir Bradley. Rese, genau. Die Auftaktbewegung brauchen wir. Und jetzt Rese direkt weiter auf den Jimmer. Jetzt hat er die große Chance. Wieder abgeblockt. Nächster Eckball. Das war ein reines Eckball-Schützenfest hier. Ich glaube schon 6. oder 7. Ecke gefühlt. Mal gucken, ob sie jetzt ankommt. Sie kommt an. Und endlich die Führung durch Ledley King. Ja, aber überfällig. Also ich meine, wir haben es so oft probiert. Wir haben so viele Eckbälle gehabt. Und so viele Chancen auch aus dem Spiel heraus. Schöne Ecke, schöner Kopfball. Ja, steigt als einziger hoch und dann steht niemand am zweiten Pfosten. Normalerweise stellst du an beide Pfosten irgendwie jemanden hin. Aber gut, in dem Fall Gott sei Dank nicht. Und da kann auch Martenia diesmal nichts machen. Von daher 1-0. Und das ist auch dem Spielverlauf ja, dementsprechend verdient. Also, wie gesagt, viele Chancen gehabt. Leider bislang noch nicht so viele Tore gemacht. Aber vielleicht ist ja jetzt der Knoten geplatzt. Da kommt Cerda. Ein bisschen weiter vorbei, aber ansonsten alles gut. Wir brauchen halt ein zweites Tor. Das ist wie in jedem anderen Spiel auch. Wir brauchen hier ein zweites Ding. Dann ist der Gegner vielleicht schon vor der Pause schachmatt. Ja, ihr seht, die riskieren einfach. Das ist Wahnsinn, was die hier machen. Das ist sehr sorglos verteidigt. Gegen uns Marquez, gegen Forbes. Ah, schade. Da wäre der Ball wieder auf den Jimmer der richtige gewesen. Forbes, Olado. Oh, war ja. Ihr seht, auch die rennen immer noch zu weit. Da ist der Ball manchmal schneller als der Spieler selber. Nächste Flanke, Forbes. Da kommt Rese. Aufsetzer, auch nicht schlecht. Also wir haben viele Chancen. Wir führen absolut verdient hier mit 1-0. Genau, macht ihr mal ein Erinnerungsfoto. Ach, Leon King heißt er. Warum war ich die ganze Zeit bei Ledley? Ledley King? Gab es da auch mal einen Fußballer? Ja, bestimmt. Ihr seht da. Ich kenne nicht mal meine eigenen Spieler mit Namen. Ja gut, die Statistik 9:0 Schüsse. Fast 70% Ballbesitz. Also das ist wieder so ein typisches Spiel, wie für mich geschaffen, dass ich das eigentlich noch aus der Hand gebe. Weil ich rede den Gegner erstens stark. Zweitens wird dann der Gegner auch stärker, weil wir halt vorne das zweite Tor nicht machen. Das dritte Tor müssen wir eigentlich auch noch machen. Aber auf der anderen Seite im Pokal, ey, da geht es wirklich nur darum, dass es jedes Jahr immer wieder so, dass du weiterkommst. Wie du am Ende weiterkommst, das juckt niemanden mehr. Sei es auch so ein dreckiges 1:0 mit 20:0 Schüssen dann am Ende, das ist völlig Wumpe. Gut gespielt, sehr schön in die Tiefe und jetzt aber ein Jinma! Ab unter den Giebel. Der Greedy noch hinterher vor der eigenen Kurve. So, kannst du mal in eine zweite Halbzeit reinstarten, auf jeden Fall hier. Das war ein schöner Ball, guter Auftakt und dann läuft ein Jinma halt mit seiner Geschwindigkeit rein und ja, eiskalt, ey. Also, den kannst du nicht halten. Schön unter die Latte, da kann Martenia sich auch strecken, wie er will. Bester Mann auf dem Platz, jetzt schon wieder geschlagen, zweites Tor. Sehr schön, ist gut fürs Team, so fürs Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, auch für die Liga. Da geht's dann, glaube ich, auch wieder gegen Spitzenteam. Wir hatten jetzt ganz schön viele Spitzenteams hintereinander. Und von Nürnberg bislang überhaupt nichts. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die müssen jetzt nicht irgendwie anfangen, Fußball zu spielen. Sie kommen aber mal über Fuchs. Oh, Bradley grätscht daneben. Eine Verlegenheit-Grätsche. Wegesser, Achtung. Das ist jetzt wieder so eine Situation, da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen. Und gleich liegt der Ball wieder hinten bei uns im Tor. Und wir wissen wieder nicht warum. Nee, aber heute nicht. Heute steht unsere Verteidigung. So, und Rese, komm, gegen Duman. Da muss Rese schneller sein. Da kommt Lawrence mit hinzu. Und Cerda läuft auch wieder ein. Sehr gut. Kommt sie durch, Junge. Oh, Freistoß. Nee. Und Barco muss er gewinnen. Haben wir. Bauen wir hintenrum auf. Also, ein sehr, sehr dominantes Spiel. Unser Bestes bislang. So vom Spielerischen her. Weil es halt auch dementsprechend der Gegner ist. Ne? Ich meine, in der Liga hatten wir bislang wirklich nur Haudegen. Bis auf Schalke und ja, Franco würde ich auch mit unter die ersten 6, ersten 7 mit reinnehmen. Aber ansonsten, wir hatten Leipzig, wir hatten Leverkusen, wir hatten Dortmund. Jetzt kommen die Bayern auch noch bald. Ich glaube, genau, jetzt kommen, glaube ich, Bayern und Gladbach. Das waren jetzt die nächsten beiden Gegner in der Bundesliga. Die stehen auch oben mit dabei. Oh. Also, wir haben hier noch einiges vor. Wir können viel erreichen. Ich will die Klasse halten. Pokal so weit wie es geht
irgendwie kommen, um möglichst viel Geld noch zu holen, dass wir uns vielleicht nochmal im Winter verstärken können. So, nächste Chance ist Serda. Klappt leider nicht, aber zum Glück schalten die Nürnberger nicht so schnell um, wenn sie überhaupt mal umschalten. Genau, nächstes Spiel ist in Gladbach und dann, glaube ich, zu Hause gegen die Bayern. So war das, glaube ich. Wir haben die ganzen Kracher haben wir erst zu Hause und dann müssen wir schön in der Rückrunde viel reisen. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Serda, super. Hält heute das Mittelfeld gut zusammen, gut stabil. Nächste Chance in Jinma, läuft schon vorne wieder rein. Das ist halt aber das Problem. Das ist ja richtig, die Wege. Das ist jetzt egal, um wen es geht. Das betrifft jeden Spieler hier in-game. Die Laufwege nach vorne sind ja auch gut, aber die laufen immer gegen den Gegner gegen. Egal, auch wenn ich den Ball auf die Außen spiele, die laufen jedes Mal gegen den Gegner. Obwohl sie 5 Meter drumherum Platz haben, um sich da einfach mal Luft zu verschaffen. Das ist echt Wahnsinn, weißt du? Die KI, das ist echt selten dämlich, wirklich. So, Wechselzeit, Ouedraogo. Darf gleich mal die Ecke hier schießen. Schöne Variante. Oh, Forbes hat ein bisschen Platz. Schöner Schuss. Hätte auch hinten runterfallen können. Jetzt schießen wir mal direkt rein. Gucken wir mal. Da kommt wieder Leon King. Wieder Forbes und Ouedraogo und hinten winkt Olaru. Oh, schade. So eine Bananenflanke. Hätte auch mal irgendwo ein bisschen weiter unten landen können. Dann wäre er reingegangen. Ja, riskant hier natürlich und wir setzen vorne nach, das ist klar. Und der Schiri pfeift nicht ab. Oh, das müssen wir uns rot im Kalender einstreichen. Jetzt müssen wir daraus eigentlich ein Tor machen. Oi, 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 was ist das denn? Hier wird gezaubert. Der Zirkus ist in der Stadt. Schade. Aber das war auch wieder eine Ausnahme. Es hat geklappt, wir sind vorne drauf gegangen, Pressing. Und wir haben den Ball gewonnen. Und der Schiri hat nicht abgepfiffen. Das kommt dann auch noch mit hinzu. Jetzt wird ein bisschen gezaubert hier. Auf engstem Raum, oben Forbes muss er durchlaufen. Ja, ganz einfach. Und jetzt im Rückraum. Ja, jetzt stehen sie wieder mit 100 Mann hinten drin. Egal, das spielen wir jetzt hier runter. 6, 7 Minuten sind es dann noch. Dann stehen wir in der nächsten Pokalrunde und dann hoffe ich, dass wir auch in der Liga weiterhin Punkte sammeln können. Reza auf Spitzenwinkel. Hat jetzt auch so eine Art Trainingsspiel. Charakterzüge, soll jetzt irgendwie nicht abwertend klingen, aber es ist ja so. Ich meine, ihr seht es ja selber, dass von Nürnberg heute überhaupt nichts aufs Tor kam. Also ist ja gut, hätte ja auch irgendwie andersrum ausgehen können. So, Ouedraogo ist auch wichtig für ihn, sammelt auch ein bisschen Spielzeit. Oh, schöner Ball. Oh, Laru. Da hätten wir auch nochmal annehmen können. Da hatten wir echt viel Platz, viel Raum, viel Zeit. Und wieder Ball. Also wir haben wirklich am Ende über 70% Ballbesitz. Mehr als 15 Schüsse aufs Tor, würde ich mal sagen. Über 10 Ecken gefühlt. Gut, dann wollen wir es auch dabei gut sein lassen. Schiri pfeift hoffentlich ab. Jawohl, also ganz souverän, ganz locker flockig. 2-0 hier in Nürnberg. Ein bisschen Geld für uns. Für unsere klammen Kassen. Und ein weiteres Spiel im DFB-Pokal. Und dann nehmen wir den Schwung jetzt hoffentlich mit für die Liga. Am Ende hatten wir dann 17 Schüsse. 0 für Nürnberg. Also das zeigt, wie souverän das war. Ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können. Wie gesagt, das sollte jetzt hoffentlich Schwung geben. Nicht nur für die Liga, sondern auch so generell 274.000 Euro immerhin. Da kann man dann auch mal eine Leihe irgendwie mitmachen. Tja, muss ich wohl aufs nächste Spiel hoffen, genau. Arbeite weiter hart an dir, genau. Leon King, Ledley King, ey. Bro, ich hoffe, du nimmst dir das nicht übel, dass ich dich Ledley genannt habe, warum auch immer. So, jetzt natürlich wieder das Problem. Jetzt muss ich die Mannschaft wieder ein bisschen durchtauschen. Ihr seht, wir haben viele, die nicht ganz fit sind. Wir können, ja, müssen wir halt einen Sharehand reinbringen. Oder lassen wir von Anfang an Winkler, Schmidt, Eitschberger, Tabakovic haben wir auch noch vorne, Miller in der Mitte, Dardai. Also wir haben Leute, die wir hier reinsetzen können. Hussein. Müssen wir mal gucken, wie das gegen Gladbach läuft. Aber die waren Zweiter oder Erster? Die waren Zweiter. Die spielen dann auch bislang eine gute Saison. Haben noch keine Niederlage. Von daher wird es mal Zeit. Ne, da wollte ich eigentlich nicht drauf wechseln. Haben in der Conference League schon mal. Oder spielen noch in der Conference League. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. DFB-Pokal müssen wir auch noch mal gucken. Na klar, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Nächster Gegner ist auf jeden Fall schon ausgelost. Und es ist Magdeburg. Also, ein Auswärtsspiel in Runde 3 Magdeburg. Sind wir also auch Favorit von der Liga-Zugehörigkeit her. Bayern bei Union, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund gegen Stuttgart.
Okay, also seid ihr da auch auf dem neuesten Stand? Und dann bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann gucken wir mal, ob wir in Gladbach überraschen können. Macht's gut. Ciao, ciao.